Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ingmar. Und ich bin Thorsten. Wir möchten dir heute die nächsten 6 erfolgreich aufgelösten Allergien aus unserem Praxiskurs vorstellen. Dabei handelt es sich diesmal fast durchweg um klassische Nahrungsmittelallergien sowie eine Katzenhaarallergie. Ein Teilnehmer kommt dabei wieder selbst zu Wort, ein anderer hat uns für diese Zusammenfassung ein Foto von sich zur Verfügung gestellt. Ja, und kurz zum Hintergrund. Wir beide haben einen Online-Kurs erstellt, wo wir Menschen dabei begleiten, ihre Allergie zu erforschen, die Ursache zu erforschen und anschließend mit einem Experiment aufzulösen. Das Ganze basiert jedoch nicht auf dem klassisch medizinischen Modell, wo die Zusammenhänge bis jetzt leider noch nicht so wahrgenommen werden, sondern wir arbeiten mit einem gänzlich anderen Modell, und zwar einem frei verfügbaren, biologischen und sehr wissenschaftlichen Modell, und das nennt sich die 5 biologischen Naturgesetze. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann guckt einfach unter dem Video, da ist ein Link auf einer unserer Webseiten, wo wir eine Menge Informationen und Videos zu diesem Thema haben. Und wir würden auch empfehlen, da kurz mal reinzuschauen, um so einen groben Überblick zu bekommen, eine grobe Idee, um was es da geht, weil mit diesem Wissen kann man die Fälle, die wir jetzt hier vorstellen, noch besser verstehen. Die junge Frau, Anfang 30, hatte seit 15 bis 20 Jahren etwa eine Apfel- und Alkoholallergie, wobei sie auch auf andere Obstsorten mehr oder weniger stark reagiert hat. Die Symptome waren Jucken am Gaumen und am Zahnfleisch sowie auch Anschwellen der Lippen. Und diese Lippensymptomatik ist sehr spezifisch und hilfreich bei der Ursachensuche, denn bei dem zugehörigen sinnvollen biologischen Sonderprogramm geht es ja einerseits darum, dass man etwas nicht richtig aussprechen, formulieren, artikulieren kann oder darf. Und auf der anderen Seite geht es aber auch um die konkrete Berührung an der Stelle, den Kontakt oder Kontaktabriss. Also zum Beispiel beim erwünschten oder unerwünschten Küssen, aber auch den Kontakt zu etwas, was man an dieser Stelle konkret als schädlich empfindet. Das heißt, es muss also vor Beginn der Allergie eine dramatische bzw. schwerwiegende Situation gegeben haben, in der sie Obst und gegebenenfalls auch Alkohol zu sich genommen hat und bei der es zum Beispiel gleichzeitig irgendwie um Küssen ging. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich assoziiere damit dann solche typischen Jugendspiele wie Wahl, Wahrheit oder Pflicht, Flaschen drehen oder was weiß ich. So typisch für das Alter kommt mir auch gerade in den Sinn. Genau, oder das erste Date, wo es dann zu einer entsprechend schlimmen Situation gekommen sein muss. Und als sie unsere Fragen zur Ursachensuche gelesen hat, ist sie, wie sie berichtete, fast vor Schreck vom Stuhl gefallen, weil ihr sofort eine Situation vor 15 Jahren eingefallen ist, die haargenau diesen Fragen entsprach, die wir ihr gestellt hatten. Okay. Also schon Volltreffer. Volltreffer, genau. Und sehr extrem scheinbar. Und die Erinnerung war sogar noch so schlimm, dass sie augenblicklich die Übung abgebrochen hat, den Laptop zugeklappt hat und sich erstmal erholen musste. Okay. Volltreffer. Ich dachte es schon. Ja. Schon im Laufe des Kurses haben ihre Symptome durch das neue Verständnis der Mechanismen und des Beispiels einer anderen Apfelallergie stark nachgelassen und sind mit dem finalen Auflöseexperiment dann tatsächlich auch vollständig verschwunden. Und ja, wie du vielleicht schon weißt von anderen Videos von uns, bei den durchgeführten Experimenten geht es ja darum, dass man sich und dem Unterbewussten klar macht, dass die ursächliche Situation von früher heute nicht mehr existieren kann. Und dass auch die Arten von emotionalen Empfindungen und Konfliktinhalten von damals, hier und jetzt bei der Durchführung des Experimentes nicht mehr vorhanden sind, sodass der Organismus die alte Verknüpfung zu der damaligen Gefahr aufheben kann. Das heißt, in dem Fall könnte man sich dann klar machen, wenn es was mit Küssen zu tun hatte, ja, hier und jetzt ist keiner da, der mich jetzt gegen meinen Willen küsst oder was auch immer damals genau passiert ist. Auch die Alkoholallergie ist interessanterweise zur gleichen Zeit verschwunden, da sie vermutlich in der gleichen ursächlichen Situation entstanden ist. Somit kann sie jetzt wieder glücklich und zufrieden Obst essen, Wein trinken und hat hier keine belastenden Einschränkungen mehr. Ja, kommen wir zum nächsten Fall. Da handelt es sich um eine Milcheiweißunverträglichkeit und betroffen ist hier die aktuell 5-jährige Sophia.
Und sie hat, oder hatte, muss man ja sagen, ist ja jetzt weg, eine Allergie auf Milchprodukte oder, um es genauer zu sagen, eben auf alles, wo Milcheiweiß enthalten ist. Und das ist heute in einer ganzen Menge Dingen drin. Zum Beispiel eben in Knabberzeugs, in Gummibärchen, Brot, Nudeln, in sämtlichen Fertiggerichten, Fertigprodukte aller Art ist das inzwischen verbaut. Darauf hat sie eine Allergie gehabt und diese wurde im Laufe der Zeit auch immer schlimmer, sodass am Ende auch sämtliche Nahrungsmittel, wo Spuren von Milch drin gewesen sind, dann dazu geführt haben, dass sie ständig ihre Symptome bekommen hat. Und es ist so, dass das alles angefangen hat mit der Eingewöhnung in den Kindergarten und daraufhin war sie ständig krank. Das Ganze ging so ein Jahr lang und dann hat die Mutter kam sie auf die Idee, Produkte wegzulassen, wo Milcheiweiß drin enthalten ist und daraufhin sind die Symptome deutlich zurückgegangen. Und dann wurde der Mutter klar, okay, da muss eine Milcheiweißunverträglichkeit sein und wie kriege ich die weg, wie kann ich das auflösen? Hat sich dann schlau gemacht und ist dabei eben auf unseren Kurs gestoßen und hat den dann entsprechend für die Tochter mitgemacht. So, und die Tochter, wie gesagt, die war praktisch im Alter von 2 Jahren pausenlos krank und wenn man sich die Symptomliste mal so durchliest, was die so alles gehabt hat, dann ist das auch nicht so ohne in dem Alter und da haben wir Husten, Heiserkeit, wir haben Bronchitis, wir haben auch anschwellende Lippen dabei, wahrscheinlich weil sie irgendwie Kontakt zu Nahrungsmitteln, liegt schon ein bisschen auf der Hand, hier irgendwie Milchprodukte, irgendwas vielleicht nicht haben wollte, wollte sie nicht im Mund haben, daher könnte die Lippe angeschwollen sein. Wir haben Atemnot mit auf der Liste stehen und auch sehr oft Fieber bis 40 Grad. So, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie es der Tochter gegangen sein muss 1 Jahr lang, da kann man sich aber auch vorstellen, wie es der Mutter gegangen ist halt, ja. Das ist also schon nicht ohne. So, betrachtet man das Ganze jetzt aus der Sicht der 5 Naturgesetze, was wir hier tun, dann wissen wir schon, okay, anhand der Symptome, da ist irgendwo Schreckangst, Revierangst mit im Spiel, deswegen ist Kehlkopf und Bronchialschleimhaut betroffen und da muss es eben halt auch den jetzt schon von mir erwähnten ungewollten Kontakt vermutlich mit Nahrungsmittel an der Lippe gegeben haben, dass ich was nicht essen wollte. Das alles spielt da irgendwie mit rein. Und es ist halt nur so, in dem Alter ist das mit den Erinnerungen so eine Sache. Also bei den ersten Versuchen hat sich erstmal herausgestellt, dass die Sophia da jetzt keine Ahnung hatte, keine Idee, keine Erinnerung, was da irgendwie in dem Kindergarten in der Anfangszeit passiert sein sollte. Also musste die Mutter da jetzt richtig Gas geben und musste sich einiges einfallen lassen. Und das hat sie laut ihrer Beschreibung halt auch getan. Sie hat dann ganz viele Fragen gestellt, hat das in so einem Detektivspiel, sagt sie, verpackt, hat versucht, der Tochter irgendwie zu erklären, da ist so eine Alarmverknüpfung in einem Körper mit Milch und also sie hat da wirklich viel gemacht, was im Endeffekt dann auch dazu geführt hat, dass sie sich sicher gefühlt hat, dass sie das Experiment mal durchführt. Und dazu sind sie sogar extra in den Kindergarten von damals gefahren, haben sich dann auch dort längere Zeit aufgehalten und so ein bisschen die alte Zeit Revue passieren zu lassen, die Tochter daran zu gewöhnen, haben über die alten Zeiten gesprochen. Der Tochter klargemacht, dass sie jetzt natürlich älter geworden ist, ja schon fast doppelt so alt oder war doppelt alt zu dem Zeitpunkt und dass sie jetzt ja größer ist und sich besser artikulieren kann, dass da die Gefahr nicht mehr besteht und dass damals ihr Körper die Situation wohl durcheinander gebracht hat und gedacht hat, dass die Milch etwas mit der schlimmen Situation zu tun gehabt haben muss. Ja, und irgendwie hat Sophia das Ganze alles irgendwie verstanden. Denn das Experiment hat funktioniert. Und anschließend hat sie alles Mögliche wieder querbeet gegessen, ohne jegliche Symptome zu bekommen. Und wir haben sogar ein Bild von den beiden zur Verfügung gestellt bekommen. Und das möchten wir jetzt mal zeigen, damit ihr auch mal wisst, über wen reden wir hier eigentlich. Ja, und was man auch dazu sagen muss, ist, nachdem die Tochter wieder alles so querbeet gegessen hat, war die Mutter allerdings ein bisschen skeptisch, ob das nicht alles irgendwie nur ein blöder Zufall ist und war halt, sagen wir mal, einfach unsicher, ob es jetzt wirklich dabei bleibt. Und hat gesagt, bitte erstmal nicht veröffentlichen, wir gucken erstmal. Dann hat sie sich auch gut Zeit gelassen, denn inzwischen ist 1 Jahr vergangen und jetzt war sie sicher und hat gesagt, okay, hier ist es 1 Jahr vergangen, meine Tochter hat gar nichts mehr, die ist kerngesund, ihr dürft diesen Fall veröffentlichen. Was wir hiermit getan haben, das haben wir wirklich sehr gerne getan, weil es ein ganz toller Fall ist
Ja, es ist vorhin schön zu sehen, dass es bei so kleinen Kindern auch schon funktioniert. Ne? Ja. Die selber vielleicht das noch gar nicht sich bewusst machen können in den Experimenten, aber wenn man das als Eltern so geschickt macht wie hier, dass die Kinder eigentlich gar kein Problem haben, das auch schon zu verstehen, zu wissen, da ist gar keine Gefahr mehr. Okay, aus dem und dem Grund hat mein Körper das verknüpft, die ist jetzt aber nicht mehr da, dann kann ich es jetzt essen. Und es funktioniert. Zumindest in dem Fall und bestimmt auch in vielen Fällen mehr. Im letzten Video hatten wir schon den Erfahrungsbericht von Bastian zur erfolgreich aufgelösten Pollen- und Stauballergie vorgestellt. Er hat sein Wissen, wie man Allergien auflösen kann, auch gleich bei seiner Fettunverträglichkeit angewendet und auch hier möchten wir ihn zuerst selber zu Wort kommen lassen. Ja, hallo. Ich möchte heute einen Erfahrungsbericht teilen bezüglich einer Fettunverträglichkeit, die ich hatte. Es geht um den Kurs Allergien auflösen und ja, das Wichtigste wieder vorweg. Ich konnte mich von einer Mahlzeit auf die andere von meiner Fettunverträglichkeit verabschieden, trennen. Ja, was ist da der Hintergrund gewesen? In dem Video oder in dem Kurs wird das Beispiel einer Apfelallergie erläutert. Die Kursleiter beschreiben hier, wie es in diesem Beispiel zu der Apfelallergie kam, warum da die Person Symptome mit dem Verdauungstrakt bekommen hat. Durchfall, glaube ich, um genau zu sein. Also es geht darum, die Person isst einen Apfel und bekommt daraufhin Durchfall. Warum ist das so? Und da wurde gesagt, dass das mit einem Ekel zusammenhängt, den man mal erlitten hat bei Konsum eines Produktes mit Äpfeln. Und das hat sich darin gezeigt, dass Würmer in den Äpfeln waren. Oder darin gezeigt, also ausgelöst wurde das darin, dass Würmer in den Äpfeln waren, man das gegessen hat und hat man das gemerkt, hat das super schrecklich und ekelhaft empfunden und deshalb zeigt der Körper nun diese Abstoßungsreaktion, die sich in Form von Durchfall äußert. So, das war die Basis und ich habe mir gedacht, interessant, ich kenne das, wenn ich große Mengen von Fett esse. Diese Art von Unverträglichkeit, das Durchfall bekommen, die Verdauungssymptome. Habe ich gedacht, wäre das doch interessant, wenn das bei mir dieselbe Ursache hätte, wenn es auf einen Ekel zurückzuführen wäre. Und ja, habe ich das Experiment gemacht und habe die Schritte getan, die auch in deren Beispiel mit der Apfelallergie erklärt wurden. Beispielsweise eben, dass man sich bewusst macht, bei dem Apfel jetzt, dass in diesem Apfel jetzt kein Wurm ist, indem man ihn anschaut, indem man ihn begutachtet, indem man ihn aufschneidet Stück für Stück und sieht, nein, dieser Apfel ist einwandfrei, es ist kein Wurm drinnen, es gibt also keinen Grund, dass der Körper diesen abstößt. Und ich habe mir dasselbe gemacht mit dem Fett. Erstmal habe ich überlegt, ob das theoretisch möglich sein konnte. Ich habe in meiner Vergangenheit nach einer Situation gesucht, wo ich eventuell mich vor einem Fett geekelt habe. Wie er im Bericht anschließend beschreibt, vermutet er die Ursache in einer Situation, wo er eine Suppe mit einer 2 cm Fettschicht oben drauf gegessen hat, obwohl er sich selber eigentlich davor geekelt hat und das ihm selber schon schädlich vorkam. Und hier könnte also diese Verknüpfung von zu viel Fett zu dem Konfliktinhalt gelegt sein, ich habe etwas Schädliches im Verdauungstrakt, was ich loswerden muss. Ja, liegt nahe jetzt. Ja. Allerdings, es muss ja nicht immer das Fett selber sein, vor dem man sich geekelt hatte. Es kann auch eine andere Situation gewesen sein, in der man etwas abstrakt oder real Schädliches, Gefährliches, Ekliges unbedingt loswerden musste, wo das Fett also nur als Begleitumstand anwesend war und verknüpft wurde. Aber hier ist scheinbar der Fall, dass es sich konkret um das Fett selber gehandelt hat. Bei 2 cm Fett liegt das jetzt schon ziemlich nah. Auch beschreibt er schön sein Auflöseexperiment, wo er sich bewusst macht, dass er heute das Fett ja ganz bewusst isst und zu sich nimmt. Er sich also sicher ist, dass dies ihm keinen Schaden zufügen wird, was dann die Allergie entsprechend erfolgreich aufgelöst hat. Unter dem Video findest du den Link zu seinem vollständigen Erfahrungsbericht und wenn du gerade dort bist und dir unsere Arbeit gefällt, kannst du auch gerne auf den Like- und Abonnieren-Button drücken, weil dadurch zwingst du den YouTube-Algorithmus, das Video Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden mehr Menschen vorzuschlagen, sodass immer mehr Menschen erfahren können, dass ein Auflösen von Allergien beim ursächlichen Verständnis oftmals möglich wird. Ja, dann kommen wir zum nächsten Fall und das ist eine Katzenhaarallergie und wir bleiben
auch gerade beim Bastian. Schon wieder. Ja, denn der hatte auch eine Katzenallergie. Betonung liegt auf hatte, ja. Und das ist in diesem Fall seine dritte Allergie und die hat er gerade im Zuge des Kurses im Handumdrehen auch mit aufgelöst. Man sollte hier noch erwähnen, dass er die Allergie 15 Jahre lang gehabt hat. Und wir haben auch wieder dazu ein Video von ihm freundlicherweise bekommen und da lassen wir ihn auch gleich mal zu Wort kommen. Ich hatte noch ein drittes Thema, was mich sehr beschäftigt hat oder was mich in meinem Leben stark beschnitten hat und das war meine Katzenallergie, weil es haben ja doch immer wieder Leute Katzen daheim. Einer war weg, wie in meinen anderen Videos auch, haben innerhalb weniger Tage oder praktisch von einem Besuch auf den anderen bin ich meine Allergie losgeworden. Was waren meine Symptome, was war meine Allergie genau? Also seit mehreren Jahren, mindestens wahrscheinlich jetzt schon seit 15 Jahren, habe ich eine starke Katzenallergie. Die äußert sich in Form von Schnupfen, in Form von Jucken im Gesicht, mehr oder weniger an jeglichen Stellen, wo ich mit den Katzenhaaren in Berührung komme oder wo ich mich angreife. Vermehrt natürlich in den Augen und der Nasengegend, aber es war auch nicht ungewöhnlich, dass die Wange juckt, wenn ich mich da gekratzt habe. Was jetzt so leicht klingt, ist wesentlich schlimmer. Also der Schnupfen vor allem ist sehr belastend. Die Nase ist total verstopft gewesen. Verstopft, geschwollen, geronnen. Keine Möglichkeit, also keine Art der Medizin hat geholfen. Also ich habe natürlich nicht alles ausprobiert, aber die klassischen Nasensprays haben nicht geholfen. Und die Symptome haben auch noch angehalten, mehrere Stunden danach. Es war also mehr oder weniger nicht möglich, eine Quality Time in Gegenwart einer Katze zu verbringen. Dann habe ich diesen Kurs gebucht, zwar primär wegen meiner Pollenallergie und meiner Stauballergie, weil das meine Hauptsymptome waren und weil ich das rund ums Jahr hatte. Und Katzen hätte ich jetzt vermutlich damit leben können. Aber wie es so wollte, während ich dabei war, meine anderen Allergien, die sich auch auf die Atemwege und die Nasenschleimhaut etc. ausgewirkt haben, aufgelöst habe, ging meine Katzenallergie in einem Zug gleich mit weg. Ja, also interessant ist jetzt schon bei dieser ganzen Sache, wenn er die gleichen Symptome gehabt hätte wie bei der Stauballergie, dann hätte er ja eigentlich generell immer auf jegliches Kitzeln in der Nase durch Pollen, Staub und Tierhaare immer gleich reagieren müssen. Hat er aber nicht, denn in diesem Fall gab es ja noch ein Hautsymptom. Und das zeigt, dass es eben damals beim Auslöser irgendwo eine eigene weitere Nuance gegeben haben muss. Und ja, der Bastian, der hatte hier die Situation, so wie wir es ähnlich schon mal bei einem anderen Fall hatten, dass er einfach während des Kurses schon die Symptome offensichtlich lindern konnte oder das aufgelöst hat letztendlich. Bevor er überhaupt zum Experiment kam. Genau, bevor er zum Experiment kam, genau. Und zwar deswegen, weil er ja hier praktisch die ganze Zeit über alles nachgedacht hat, über diese völlig neue Betrachtungsweise von Medizin, Gesundheit und die Zusammenhänge. Er hat eine Vermutung gehabt der ursächlichen Situation. Er hat sich gedanklich, wie gesagt, damit die ganze Zeit beschäftigt und vermutlich halt auch in Kombination mit dem Auflösen der Stauballergie, was ja sehr ähnlich war, hat er, so vermuten wir, diese Katzenhaarallergie gerade mit entkoppelt und mit aufgelöst. Und er hat also kein Experiment hier gemacht, wie schon erwähnt, aber es gab halt eine Situation, wo er eben das zufällig mit einer Katze ausprobieren konnte und da gab es eben keine Symptome und damit war klar, okay, das Thema ist auf dem Tisch. Ja, ich meine, so muss das sein, oder? Ja, also so sollte es eigentlich immer laufen. Ja, also kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, super gemacht und vielen Dank für diesen Bericht. Bei diesem Fall geht es um eine Milcheiweißunverträglichkeit bei einem 9-jährigen Mädchen sowie einer gleichzeitigen Stauballergie mit genau identischen Symptomen. Zum Beispiel bei Staubgeruch in der Werkstatt und besonders bei gefällten Bäumen im Wald. Und diese bestand seit 4 bis 5 Jahren, seit dem letzten Kindergartenjahr im Waldkindergarten. Und die Symptome bei beiden Allergien waren Schleimbildung, hier im Halsbereich, in der Nase auch, mit oftmals langwierigem Schnupfen da hinten dran. Und bei dem Staub kamen zusätzlich noch Atembeschwerden dazu, bei dem Staub und bei Sägespänen. Wir haben also nach einer Situation gesucht,
bei der Sägespäne anwesend war und sie etwas mit Milchprodukten zu sich genommen hat. Und in der sie sich plötzlich erschreckt hat, Angst bekommen hat, also eine für sie besonders bedrohliche Situation irgendwie bestanden hat. Und die ursächliche Situation, die sie gefunden hat, war folgende. Und zwar haben Jugendliche die Waldbühne im Waldkindergarten angezündet. Oh, okay. Und zwar abends, als niemand mehr dort war. Was sie am nächsten Tag als sehr, sehr schlimm empfunden hat. Also sie war richtig schockiert darüber und hat große Angst gehabt, was, wenn der Wald abgebrannt wäre, die Tiere, der Kindergarten, all das hat sie sehr, sehr beschäftigt. Und ob sie während diesem Schock gerade ein Käsebrot gegessen hat, wissen wir nicht. Aber in irgendeiner Form muss während der Zeit dieses Schrecks, während dieser Bedrohung, die Verknüpfung natürlich hergestellt worden sein zu diesen Produkten. Auch fanden zu dieser Zeit in diesem Bereich des Waldes größere Waldarbeiten statt, sodass darüber die Sägespäne verknüpft worden sein könnten. Ja, was hat sie gemacht? Sie hat nun zur Auflösung der Allergie, ist sie nochmal mit ihrer Mutter zu dieser Stelle gefahren in den Wald und sie haben darüber gesprochen, was damals passiert ist und sich bewusst gemacht, dass die Situation und die Gefahr also von damals lange schon vorbei ist. Und sowohl diese Sägespäne im Wald als auch ihr damaliges Picknick mit der Situation rein gar nichts zu tun hatten. Also es wäre auch passiert, ohne dass sie jetzt die Sachen gegessen hätten. Und sie haben sich jetzt hingesetzt, haben genüsslich ein Käsebrot gegessen, Schokolade gegessen und dabei die Allergie aufgelöst. Beim Schokolade essen, ja? Schokolade essen, genau. Okay. Also so muss das eigentlich immer sein. Schoki essen und Allergie auflösen. Genau, das ist die Allergie weg. Einige Male hat sie noch ein wenig mit Schleim im Hals reagiert, was dann aber Schritt für Schritt komplett verschwunden ist. Also die Moral von der Geschichte, Schoki essen. Ja, so, das war die Zusammenfassung der nächsten erfolgreichen Teilnehmer unseres Allergiekurses. Und an dieser Stelle, wie immer, ein großes Lob an euch. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr eure Allergien aufgelöst habt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für eure Experimentbereitschaft und vor allen Dingen dafür, dass ihr eigenverantwortlich teilgenommen habt. Was können die Zuschauer nun machen? Was könnt ihr machen? Ihr könnt natürlich unseren Kanal abonnieren. Super wichtig, ja. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auf Facebook die Seite liken und uns dort auch folgen. Und eigentlich das Allerwichtigste überhaupt, selbstverständlich müsst ihr auf krankheitistanders.de gehen und dort den Newsletter abonnieren, damit ihr alles mitbekommt. Ja, weitere aufgelöste Fälle. Und ganz generell muss man sagen, dass es sich immer lohnt, auf diese Seite regelmäßig zu gehen, weil da immer wieder neue Videos sind und neue Erfahrungsberichte. Ja, Links dazu, jetzt klar, Links sind unter dem Video. Das muss man heutzutage aber schon eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Das ist eigentlich schon normal. Dann haben wir eigentlich alles gesagt. Wir hoffen, dass das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und vor allen Dingen danke für das Interesse von euch, von dir an diesem wirklich sehr spannenden Thema. Bis zum nächsten Mal.